Wir befinden uns auf dem Cloudfest 2018, eine Veranstaltung für Hoster, Cloud Service Provider. Und wir stellen hier die CPL24 vor, die es diesen Kunden oder potenziellen Kunden ermöglichen soll, ihre Abrechnung, Microsoft SPLA-Verträge und andere Hersteller zu automatisieren und gleichzeitig ein komplettes IT-Asset-Management einzuführen. Also das Cloudfest ist vormalig die World Hosting Days, ist die größte Veranstaltung für die Hosting-Industrie weltweit und ist für uns mit unserer Lösung natürlich die Plattform schlechthin, um mit der Welt zu kommunizieren und natürlich auch die junge CPL24 bekannt zu machen. Bei einer Achterbahn weiß man wenigstens, wo es anfängt und wo es endet. Im Augenblick bei vielen, vielen Hostern weiß man nur, dass es wahrscheinlich nicht korrekt ist in der Abrechnung. Aber wie man da hinkommt, wie man zu einem guten Ende kommt und ohne schlechten Magengefühle wieder aussteigen kann, das wissen viele Leute nicht. Und das kann das Produkt liefern, dass man wirklich automatisiert einen Compliance-Status erhält, der einen auch ruhig schlafen lässt. Jeder unserer Service-Provider-Partner steht eben vor der Herausforderung, ein monatliches Reporting an Microsoft abzugeben. Und das ist mit einem gewissen Aufwand verbunden. Compliance muss sichergestellt werden und es gibt auch die Möglichkeit, dort eben Kosten zu optimieren. Und dabei ist CPL24 ein gutes Tool, um die drei Faktoren eben zu verbessern. Mit CPL24 ist es eben eine gute Möglichkeit, das zu automatisieren und den Aufwand möglichst gering zu halten. Es ist wahnsinnig interessant, wie hoch der Bedarf ist, unsere Lösung einzusetzen. Die Idee des Entwickelns kam dadurch, dass ein Hoster selber das Problem hatte, wie er seinen Lizenzreport gegenüber den Herstellern abliefern kann. Technologisch es dann angegangen ist, das Thema von der Softwareentwicklungsseite her, CPL24 zu designen. Und daraus ist dann die Idee entstanden, dass es ja nicht nur für ihn das Problem gibt, sondern für jeden Hoster weltweit. Und mit der Unterstützung von Microsoft sind wir dann halt eben genau dort reingewachsen. Das war eine Herausforderung und das ist eben das, was bei uns das Alleinstellungsmerkmal ist gegenüber den anderen, dass wir eben von einem Hoster, der das Kernbusiness jeden Tag vor Augen hat und damit auch die alltäglichen Probleme, die jeder Hoster individuell mit sich bringt, direkt in diesen Entwicklungszyklus mit eingebaut haben und dadurch natürlich auch diese Betrachtung hatten, was sind denn überhaupt bei unseren Zielkunden die Probleme des täglichen Arbeitens. Man muss schon sagen, also in diesem Bereich ist Excel noch das Nonplusultra-Tool draußen oder irgendwelche selbstgeschriebenen Skripte. Hat man ja selber auch gemacht früher. Aber wenn man sich halt heute mal die Spur durchliest und was der Service Provider eigentlich für Aufzeichnungspflichten hätte, muss sich halt jeder selbst eingestehen, dass das, was man bis jetzt gemacht hat, ihm definitiv nicht reicht, um compliant für die Zukunft zu sein. Das Produkt ist aus der Praxis, für die Praxis, für den Eigeneinsatz und basiert wirklich aus 25 Jahren Hosting-Erfahrung und aus allen möglichen Teilbereichen des Lizenzmanagements. Die Regeln gibt es ja schon immer, aber am Markt war es einfach nicht so publik, dass es dann plötzlich doch Power aufgebaut wird von den Herstellern, dass hier plötzlich jetzt Lizenzen gemessen werden, verlangt werden, aufzuzeichnen, dass einfach jetzt auditiert wird am Markt. Also der Markt wird jetzt richtig durchauditiert. Das, was man früher immer noch angedroht hat, passiert jetzt wirklich. Und ich glaube, das war für uns selbst eine wichtige Entscheidung, das zu machen und auch vor zig Jahren hier umzustellen in dem Bereich. Und es wird auch die Zukunft der restlichen Hoster weltweit sein. Und wenn man CPL24 nutzt, hat man wirklich das Original und vor allem hat man das Produkt der Zukunft in der Hand. SPLA-Lösung für Microsoft, SPLA-Partner und Hoster. Unsere Software gibt Ihnen auf Knopfdruck einen fertigen SPLA-Report, optimiert und auditsicher aufgezeichnet. Und wir sehen, dass das System alles aufschlüsselt bis auf den einzelnen Server runter, beziehungsweise auch auf den einzelnen User. Also genau die Vorgaben, die Microsoft uns in den Verträgen gibt, dass wir zu jedem Zeitpunkt wissen, wer wann was nutzen konnte, beziehungsweise welche Software auf welcher Maschine genutzt wurde. Das, was CPL24 anders macht als jeder Wettbewerber, das ist wirklich von der Basisinventarisierung
also herauszufinden, wo etwas installiert ist, für wen und von wem es genutzt wird, aufgreift, es dann vermisst und sagt, okay, das sind die folgenden Produkte, dann mit den abgelegten Verträgen vom Hoster abgleicht und sagt, okay, auf der Basis dieser Verträge, das, was wir gefunden haben in der Inventarisierung, ergibt das folgende Bild und muss wie folgt abgerechnet werden. Das System wird ja von den Kunden auf monatlicher Basis eingekauft, also als ein Service, sagen wir mal. Und als Teil dieses Service liefern wir auch Updates, Upgrades nicht nur der Software, aber auch der Vertragsregeln von den Herstellern, die wir mit dem System betrachten. Das heißt also nicht nur schnappschussmäßig, wenn es installiert ist, passt es, sondern kontinuierlich wird es von uns gewartet als Teil des Nutzungsvertrages mit dem Kunden. The compliance isn't really the big hit once you start using a tool for reporting purposes. Der Cloud Service Provider, der Managed Service Provider, der heute bereits die Anforderungen hat, den einen Kunden in eine hybride Umgebung zu bringen, den anderen Kunden bei sich on-premise zu haben, den nächsten Kunden von vielleicht seinem Marktbegleiter weg zu migrieren zu sich. Überall brauche ich ein Tool wie dieses, um einfach festzustellen, wo stehe ich, was habe ich lizenziert und brauche ich, was habe ich lizenziert und brauche ich nicht, was habe ich im Einsatz und aus irgendwelchen Gründen nicht lizenziert. Und damit stelle ich den Status quo fest und kann in die Zukunft gehen, ganz locker und lässig die Transformation durchlaufen, ohne dass ich mir Gedanken um Fehllizenzierungen machen muss. Weil damit habe ich ein Buch, das ich am Tag der Serviceinstallation oder der Softwareinstallation beginne zu schreiben und da geht nichts mehr verloren. Nachhaltigkeit pur. Das Besondere ist ja wirklich, CPL24 funktioniert plattformunabhängig und eben für alle Lizenzen. Ich brauche nicht für jeden Hersteller nochmal ein eigenes Tool mir irgendwo im Rechenzentrum zu installieren. Es ist ja von KPMG zertifiziert, in enger Zusammenarbeit mit dem Microsoft Corporate SAM-Team, das dort wirklich nach den Vorgaben der hybriden Cloud-Umgebungen das Tool auf, ich sag mal, Herz und Nieren geprüft wurde und von der KPMG, von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer, auch tatsächlich zertifiziert wurde. Here, we give you some fresh rock and roll for your data center. We free you from compliance issues, and we really hope to play it loud for you. And I thank you for your attention.